Eine kleine Geschichte der Vernichtung. Die Brennkammer einer Vergeltungswaffe 2. Die Brennkammer einer Vergeltungswaffe 2 erzählt eine kleine Geschichte brutaler Kaltblütigkeit. Sie steht einerseits für deutsche Hoffnungen auf eine von der NS-Propaganda angekündigte Wunderwaffe, mit der die drohende Niederlage im Zweiten Weltkrieg hätte abgewendet werden sollen. Andererseits steht sie für die Ausbeutung und Ermordung tausender KZ-Häftlinge. Mit sogenannten Wunderwaffen, von der nationalsozialistischen Propaganda Vergeltungswaffen genannt, wollte das NS-Regime 1944, Anfang 1945 die kurz bevorstehende militärische Niederlage noch abwenden. Die Brennkammer gehört zu der als Vergeltungswaffe 2 bekannt gewordenen Flüssigkeitsrakete, mit der die Wehrmacht Ziele in Großbritannien, Belgien und Frankreich angriff. Die V2 brachte keine militärische Wende, jedoch verbreitete sie Angst und Schrecken unter der Zivilbevölkerung in den angegriffenen Städten, zum Beispiel in Großbritannien. Die Geschwindigkeit der V2 war so hoch, dass sie auf den Radarbildschirmen nicht geortet werden konnte. Und so schlugen die Raketen im Gegensatz zu den durch Sirenen angekündigten Luftangriffen durch Bomber ohne Vorwarnung in den Städten ein. Dies traf insbesondere London und die für den militärischen Nachschub der Alliierten enorm wichtige Hafenstadt Antwerpen. Durch die Angriffe mit der sogenannten Vergeltungswaffe 2 kamen schätzungsweise 8.000 bis 12.000 Menschen ums Leben. Bei der Produktion der Raketen starben rund 12.000 KZ-Häftlinge, die diese unter menschenunwürdigen Bedingungen fertigen mussten. Diese Brennkammer stammt aus einer der damaligen Produktionsstätten, dem Konzentrationslager Mittelbau-Dora in Thüringen, welches zunächst ein Außenlager des Konzentrationslagers Buchenwald war. Im Zuge des Ausbaus der Produktionskapazitäten wurde es zum selbstständigen Konzentrationslager Mittelbau. Die Produktionszahlen wurden immer weiter nach oben getrieben, wofür immer mehr KZ-Häftlinge eingesetzt wurden. Das führte dazu, dass immer mehr Häftlinge an den Folgen der harten Arbeit, der fehlenden Schutzausrüstung und den erbärmlichen Lebensbedingungen im Lager starben. Das nationalsozialistische Prinzip der Vernichtung durch Arbeit wurde auf diese Weise äußerst brutal und kaltblütig auf die Spitze getrieben. Am Ende des Krieges waren während der Produktion der V2 mehr Menschen gestorben als durch den Kriegseinsatz der Waffe. Die sogenannten Wunderwaffen brachten nicht die von den Nationalsozialisten erhoffte Wende des Krieges. Die Übermacht der Alliierten war zu groß, als dass die V2 hätte kriegsentscheidend sein können. Für die bei der Produktion eingesetzten KZ-Häftlinge endete die Leidenszeit mit der Befreiung des Konzentrationslager Mittelbau am 11. April 1945 durch amerikanische Truppen.